Im dritten und letzten Teil zu meiner Wasteland-Spielplatte geht's um das Anlegen und Bauen einer Schlucht. So eine tiefer liegende Ebene sorgt beim Spielen dann für zusätzliche Abwechslung und besonders immersive Szenarien. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Solltet ihr Teil 1 und 2 dieser Serie noch nicht geschaut haben, holt dies vor dem Basteln der Schlucht unbedingt nach. Denn manches zeige ich in den folgenden Minuten nur verkürzt, da es schon ausführlich in den beiden vorherigen Tutorials zu sehen war. Wir starten mit dem Bau der Schlucht quasi nach Fertigstellung der Rahmen und den passend zugeschnittenen Styroporplatten. Zeichnet auf eure verbleibende Styroporplatte nun grob den Umriss eurer Schlucht ein. Denkt dabei aber schon mal an Rampen oder Treppen, um hinunter in die Schlucht zu gelangen. Links plane ich zum Beispiel von oben und unten eine Rampe ein. Danach wird das Innere per Heißdrahtschneider ausgeschnitten. Skizziert auf dem Innenteil nun weiter eure Rampen und Treppen, um diese dann entsprechend ihrer geplanten Umrisse auszuschneiden. Treppen lassen sich dann ganz einfach bauen, indem ihr das Bauteil zum Beispiel mittig in der Höhe teilt und diese beiden neuen Teile kürzt und nochmal mittig teilt, sodass felsenartige Stufen entstehen. So wie hier oder hier. Rampen sind ein klein wenig aufwendiger. Schneidet zunächst wieder alles mittig in der Höhe durch. Gegebenenfalls müsst ihr euer Bauteil dafür unterteilen, damit es unter den Bügel des Heißdrahtschneiders passt. Die oberen Teile in der Mitte können nun weg, denn links und rechts sollen ja schräge Rampen entstehen. Auch das vordere Bauteil wird zur Rampe, die dann hinab in die Schlucht führt. Um die drei Bauteile nun als Rampen zuzuschneiden, stellt ihr sie schräg hinter den Draht eures Heißdrahtschneiders. Und zwar so, wie eure Rampe verlaufen soll, wobei ihr zunächst ein paar Millimeter zu wenig abschneiden solltet. Stellt dabei eure Führungsschiene zum Stabilisieren ans Rampenbauteil, um das Bauteil dann locker aus dem Ellbogengelenk nach vorn zu ziehen und abzuschneiden. Die unschönen Wellen vom Freihandschnitt lassen sich nun ganz einfach glätten, indem ihr eine Schnittbreite von 1 bis 2 mm einstellt und dann eine oder zwei dünne Schichten abschneidet, bis eure Rampe glatt ist. So habt ihr schließlich 3 Rampen ohne jegliche Hubbel oder Bodenwellen. Markiert nun die Rampenumrisse auf den Styropor-Außenteilen, um dann alle Styroporteile in den Rahmen zu kleben. Danach geht's ans Verwittern und Abrunden aller Kanten. Nehmt dafür gerne die Finger oder einen Cutter mit frischer Klinge. Ein Staubsauger sollte zudem ebenfalls bereitstehen. Als nächstes braucht ihr Spachtelmasse, um Unebenheiten zu glätten, Übergänge zu modellieren und Lücken aufzufüllen. Dabei könnt ihr bereits einige größere Steine mit ins Gelände einarbeiten, damit diese später nicht wie aufgeklebt wirken. Bestreicht zudem die senkrechten Wände ebenfalls mit Spachtelmasse, um einen gleichmäßigen Untergrund für die spätere Gestaltung mit Sand und Steinchen zu haben. Nach dem Trocknen geht ihr mit grobem Schleifpapier über die gespachtelten Flächen, um sie final zu glätten. Überschuss und Staub werden dann einfach abgesaugt. Es folgt wie bei den anderen Segmenten das Auftragen der Grundfarbe. Für die flachen Bereiche bietet sich wieder eine Farbrolle an, den Rest macht ihr dann mit dem Pinsel, wobei ihr die Steine ganz nach Geschmack auslassen könnt. Ich habe hier Steine aus schwarzem Terrariumsand verwendet, die ihre Farbe behalten sollen. Nach dem Trocknen geht's mit dem Besanden weiter. Fangt am besten mit den senkrechten Wänden der Schlucht an, indem ihr den Rahmen auf die Seite stellt. Tragt Leim auf, wobei ich auch hier wieder Krauttack von Krautcover empfehlen würde. Denn dieser hat eine extreme Klebrigkeit, auch nachdem er angetrocknet ist. Mehr zu Krauttack gibt's im oben verlinkten Review. Auf die später tiefer liegenden Bereiche der Wände streue ich dann kleine schwarze Terrariumsteinchen. Danach geht's mit einigen ockerfarbigen Steinchen weiter, die vom Sieben des entsprechenden Terrariumsandes übrig waren. Dank der weiterhin vorhandenen Klebrigkeit des Krauttackklebers können nun ganz entspannt die Zwischenräume mit Sand aufgefüllt werden. Streicht dafür aber erst noch die komplette Platte mit Krauttack ein. Wie schon bei den anderen Segmenten aus Teil 2 genügt hierbei schon eine dünne Schicht. Streut dann zunächst noch an passenden Stellen einige Steinchen auf, bevor es mit dem großflächigen Besanden losgeht. Auch hierbei könnt ihr den Rahmen wieder auf die Seite stellen, um die Wände optimal zu erreichen.
Wichtig ist anschließend wieder, dass der Sand überall gleichmäßig angedrückt wird, damit ihn der Kleber optimal aufnehmen kann. Sollte nach dem Abgießen des Überschusses dennoch irgendwo eine Lücke sein, verdünnt normalen Holzleim ein wenig mit Wasser und tragt den milchigen Mix großflächig auf. Streut dann feine Prisen Sand drüber und lasst alles gut trocknen, schon ist die Lücke ohne auffällige Klebstoffränder aufgefüllt. Die Bemalung und Versiegelung erfolgt nun wie bei den anderen Segmenten im zweiten Teil dieser Serie. Zuerst einsprühen mit Krautfixer oder einem anderen Fixierer, um dann verschiedene Washes nass in nass aufzuträufeln und miteinander zu verblenden. Nach dem Trocknen wird dann alles zunächst punktuell mit einem Hellgrau und dann großflächig mit einem hellen Sandton trocken gebürstet. Wie gesagt, alles ist genau wie bei den vorherigen Segmenten. Danach wäre eure modulare Wasteland-Spielplatte dann auch schon vollends spielbereit. Die neue Schlucht kann ganz nach Belieben außen oder mittig eingefügt oder auch mal komplett weggelassen werden. Viel Spaß beim Planen von Szenarien, die die Höhenunterschiede berücksichtigen, beim Ausfechten von Schlachten, um die Schlucht zu erobern oder beim Minischarmützeln innerhalb der Schlucht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!